Dieses Stück Holz, was ich mir gerade vors Gesicht gehalten habe, ist eine Schneebrille der Inuits. Die Inuits sind ein indigenes Volk, was auf Grönland lebt, aber auch zum Teil in den arktischen Bereichen Zentralkanadas bzw. Nordostkanadas. Sie leben in einer Mangelwirtschaft. Wir haben dort kaum Vegetation, weshalb es für sie wichtig und entscheidend ist, aus allem, was sie auf der Jagd finden, etwas zu machen. Oder der arktische Sommer schwemmt ein Stück Holz an, so wie bei dieser Schneebrille. Wenn wir es uns anschauen, dann ist es ein schmales Stück Holz mit 2 Löchern jeweils an den Enden, durch die man Bänder zieht, sehr wahrscheinlich aus Lederresten gearbeitet, sodass die Brille sehr eng am Gesicht sich anschmiegen kann. Und wir haben 2 Augenschlitze. Durch diese beiden Augenschlitze kann man perfekt dreidimensional schauen. Und sie schützen vor der sogenannten Schneeblindheit, einem sehr starken Sonnenbrand auf der Augenlinse, der zu einer Erblindung führt, die irreversibel ist. Außen ist die Schneebrille ganz glatt gearbeitet. Dreht man sie um, schaut man innen rein, sieht man die Bearbeitungsspuren. Wenn man sich jetzt fragt, wie so ein Stück den Weg in die neue Sammlung findet, dann kommt man sehr schnell auf den Gedanken, es ist ja Kunst, Handwerk eines indigenen Volkes. Und Handwerk und Design kann man eigentlich überhaupt nicht voneinander trennen. Handwerk hat immer aber auch etwas mit archaischen, mit tradierten Formen zu tun. Und so kommt man vom Handwerk dann relativ schnell zu den indigenen Völkern, zu den Objekten dort und schaut sie sich an. Das tun wir aber eigentlich noch gar nicht so lange, wenn man sich den Weltenlauf einmal anschaut. Wir machen das seit 1851, als in London die erste Weltausstellung stattfand. Gottfried Semper war derjenige, der die Kojen der indigenen Völker eingerichtet hat und dem sofort klar wurde, dass dort Material mit Funktion oder auch mit Dekor viel, viel besser stattfanden als bei den großen Nationen wie Deutschland, England oder Frankreich. 70 Jahre später, da sind wir 1925, als die neue Sammlung endlich ein eigenständiges staatliches Museum werden sollte, schreibt das Bayerische Kultusministerium in einem Brief, dass die neue Sammlung sich an den Kulturgütern der indigenen Völker orientieren solle und deshalb die Zusammenarbeit mit dem damaligen Völkerkundemuseum, dem heutigen Museum 5 Kontinente, suchen sollte. Deshalb gibt es in der neuen Sammlung einige Objekte indigener Völker, wofür diese Inuit-Schneebrille Pass pro Toto steht.